Wenn ihr glaubt, ich bin am Ende, dann habt ihr euch getäuscht. Schluss jetzt. Mit dieser Frau wird nicht mehr diskutiert. Clarissa, es ist für dich selbst das Beste, wenn du Friedenau verlässt. Und du weißt ganz genau, was Arno die Firma bedeutet. Warum willst du nicht an ihn verkaufen? Weil die ganze Unruhe unsere Kunden nervös macht. Es schreckt sie ab. Ich handle ausschließlich im Interesse der Firma. Das hat Arno dir nicht abgenommen und das tue ich auch nicht. Ein für alle Mal. Es ist dein Problem, wenn du in mich verliebt bist. Und mir ist es scheißegal, ob du schwul bist oder nicht. Verdammt doch mal! Was ist denn hier los? Nick? Na, wenigstens erinnerst du dich noch an meinen Namen. Nick! Hi, wo kommst du denn her? Vom Flughafen vielleicht? Dir scheint's ja gut zu gehen. Ja, aber auch. Hallo Tom, schön dich zu sehen. Geht mir genauso. Warum hast du nicht gesagt, dass du heute kommst? Ja, das sollte eine Überraschung werden. Und so wie es aussieht, ist mir das ja auch gelungen, oder? Ach so, das. Es war aber nichts weiter. Du bist nur in den üblichen WG-Wahnsinn geplatzt. Ach so. Hallo. Hallo. Du bist zurück. Sieht ganz so aus. Ich denke nicht im Traum daran, Friedenau zu verlassen. Wann begreifst du endlich, dass du verloren hast? Wenn ich einen Titel brauche, dann kaufe ich mir einen. Dann schau dich schon mal nach Angeboten um. Oder nach einer gutbürgerlichen Unterkunft. Wann begreift ihr endlich? Mein Titel und mein Anteil an Friedenau haben nichts miteinander zu tun. Wenn du auch nur einen Funken Schamgefühl hast, verkaufst du uns deinen Anteil. Oder ihr macht es so wie Tanja und verkauft an mich. Unsere liebe Frau Kaufmann. Wann kapiert sie endlich, dass wir es ernst meinen? Wir müssen vorsichtig sein. Clarissa ist so unberechenbar. Chef, unter 4 Augen. Entschuldigung. Bitte. Was gibt's? Probleme mit dem Bau? Nee, ganz im Gegenteil. Ja, also raus damit. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir mit dem Rohbau praktisch fertig sind. Das ist 5 Tage früher als geplant. Da können wir schon nächste Woche mit dem Kuppeldach anfangen. Oh, gegen eine Extraprämie sogar schon diese Woche. Ah, das hängt leider nicht nur von Ihnen und Ihren Arbeiten ab. Isabel? Ja? Rufen Sie bitte mal bei Herrn Werner von Werner und Söhne an. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Und wenn er fragt, worum es geht? Um das Kuppeldach. Ich möchte den Baubeginn möglichst vorziehen. Ich probiere mal, ob ich ihn erreiche. Ach, noch was. Wenn Sie wollen, können Sie morgen frei haben. Danke. Läuft gar nicht schlecht zur Zeit, Lönneberg. Gar nicht schlecht. Das mit dem Messerhallen haben Sie gut hingekriegt, Chef. Gefällt Ihnen der Entwurf? Ja. Das ist erst der Anfang. Und wo bist du da? Na, hier am Fuße des Makalu. Jetzt, wo du sagst. Ist vielleicht ein bisschen viel Berg auf dem Weg. Nur ein bisschen. Und was hast du sonst noch so gemacht, außer auf Berge zu fahren und sie zu fotografieren? Ja, genau, du warst doch auch im Kloster. Wie geht's denn da so ab? Hat Tom euch das nicht schon erzählt? Doch, aber es könnte doch sein, dass es bei dir anders war. Ganz bestimmt nicht. Auch wenn sich alles verändert. Die Gewohnheit und Sitten in einem Kloster bleiben die gleichen. Ja. Ah, mit anderen Worten, man schläft auf dem Fußboden und fließendes Wasser gibt's auch nicht. Für die Mönche sind halt andere Sachen wichtig. Sich selbst zu finden und so. Und, hast du dich gefunden? Ich sehe jetzt vieles klarer als noch vor ein paar Monaten. Steffi? Ja, sie hat auch damit zu tun. Jedenfalls bin ich froh, wieder hier zu sein und dass Tom hier ohne Probleme unterkommen konnte. Das war ja wohl selbstverständlich. Gibt's da irgendwas, was ich wissen sollte? Naja, wir haben überlegt, wie wir das mit den Betten machen sollen.
finden wir schon irgendeine Lösung. Wie war eigentlich der Film, den ihr euch gestern angeguckt habt? Schön. Beeindruckend irgendwie. Ihr solltet Filmkritiker werden. Noch sauer? Und jetzt? Immer noch? Damit kannst du vielleicht deine Sekretärin beeindrucken. Dann sag mir wenigstens, wo ich eine Vase finde. Dabei bin ich extra früh nach Hause gekommen. Soviel ich weiß, ist das die längste Zeit dein Zuhause gewesen. Hallo, regst du schon wieder? Hoffentlich nicht. Willst du mich loswerden? Darüber denke ich in der Tat nach. Aber warum? Was habe ich dann so Schreckliches getan? Als wenn du das nicht wüsstest. Ich dachte, ich tue Arno einen Gefallen, wenn ich die Firma wieder in Familienbesitz bringe. Wenn du Arno die Firma nicht vor der Nase weggeschnappt hättest, würde sie jetzt ihm gehören. Clarissa hätte nie im Leben an ihn verkauft. Dann tu du es. Eine Firma, die alle 5 Minuten von einer anderen Person geführt wird, macht nicht gerade den besten Eindruck. Das sind doch nur Ausreden. Soll ich dir zeigen, wie viele Aufträge schon auf Eis liegen wegen dem ganzen Gerede? Es liegt in deiner Hand, das zu ändern. Nicht, indem ich an Arno verkaufe. Dann versuch ihn wenigstens in der Firma zu halten. Soll ich ihn vielleicht an seinen Stuhl festbinden? Du hast echt nichts begriffen. Ich kann doch auch auf der Couch schlafen. Kommt gar nicht in Frage. Ich schlafe wieder auf der Couch. Wieso schläft ihr nicht einfach beide in Nicks Zimmer? Warum eigentlich nicht? Ja, also ich habe kein Problem damit. Meinst du ich? Ja, vielleicht hat Uli ja was dagegen. Ich? Was? Wieso denn ich? Es ist ja mehr eure Wohnung als meine. So ein Quatsch. Du kannst dich niederlassen, wo du willst. Prima. Nächstes Thema. Was essen wir heute Abend? Wie wär's mit Kaifan? Also wenn du es kochst, immer. Hat Tom schon mal für euch gekocht? Ja, klar. Nur noch nicht dieses, wie heißt das Zeug? Kaifan. Huhn mit Reis. Oh, da habe ich Lust drauf. Tja, dann lass mal einkaufen gehen. Okay, bis später. Ciao. Ciao. Was soll dieser asiatische Röntgenblick? Kann das sein, dass Tom und du, dass ihr euch nicht ganz so gut versteht, wie ihr beide vorgeht? Nur am Anfang, weil ich deine Trauringe bei ihm gefunden hatte. Ich wollte mir dadurch nur beweisen, dass ich auch ohne Steffi klarkomme. Und kommst du? Es ist eine Menge passiert, aber ich denke, dass wir jetzt Freunde werden können, ja? Das klappt doch nie. Abwarten, Uli. Hat sie einen Freund? Ja, diesen Philipp, der Cousin von Arno. Naja. Und wie läuft's im Laden? Kommst du inzwischen klar mit ihr? Ja, aber vielleicht nicht ganz so, wie du jetzt glaubst. Entschuldigung, könnte ich Sie kurz sprechen? Was gibt es? Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie mich damals vor Henning und seinem Vater bloßgestellt haben? Mit Freude sogar. Wissen Sie, damals kam ich mir vor wie eine Aussätzige. Schön für Sie. Schön war es nicht, ganz im Gegenteil. Und warum erzählen Sie mir das alles? Weil ich gewisse Parallelen zwischen Ihnen und mir entdecke. Das will ich nicht hoffen. Ich bin damals von allen hier im Schloss abgelehnt worden. Und? Also blieb mir nichts anderes übrig, als die einzig mögliche Konsequenz daraus zu ziehen, Friedenau zu verlassen. Und Ihrem leuchtenden Beispiel soll ich jetzt folgen? Oder wie haben Sie sich das gedacht? Sie könnten sich keinen größeren Gefallen tun. Dein Huhn mit Reis war super. Und falls du als Arzt keinen Job findest, dann kann dich Uli ja immer noch im Schneiders einstellen. Ich find's schade, dass du den Laden aufgeben musstest. Naja, öfter mal was Neues. Und nicht mehr sauer, dass ich einfach weg bin? Also am Anfang hätte ich dich am liebsten, aber dann, du hättest Steffi auch nicht umstimmen können. Nee, vermutlich nicht. Und Geschäftsführer im Schneiders zu sein, das ist gar nicht so schlecht.
Gar nicht schlecht ist gut. Er ist fast nur noch dort. Tja, so ist das nun mal, wenn der Freund im gehobenen Management tätig ist. Was ist? Gehen wir noch ins No Limits? Ich lade euch ein zur Feier des Tages. Also ich nicht mehr, ich bin müde. Uli, du willst doch nicht schlapp machen. Ich bin total kaputt, echt. Und was ist mit euch? Also, ich habe morgen auch einen anstrengenden Tag vor mir. Da bleiben nur noch wir beide. Alles klar, dann los. Sag mal, zwischen Tom und Uli, was geht da eigentlich vor? Nichts? Ich bin nicht blind. Die beiden sind Freunde geworden. Aber? Seit Uli weiß, dass Tom schwul ist, weiß er nicht, wie er mit ihm umgehen soll. Von Ihnen lasse ich mir doch keine Ratschläge erteilen. Ich habe nur versucht, Ihnen zu helfen. Kümmern Sie sich gefälligst um Ihre eigenen Angelegenheiten. Oder haben Sie inzwischen Ihre Leichen aus dem Keller geholt? Was meinen Sie damit? Wenn ich mich recht erinnere, ist es nicht ganz legal, nachts in Villen einzubrechen und Bilder auszutauschen. Sie wissen ganz genau, dass ich damals die Operation meiner Schwester bezahlen wollte. Schon mal die Worte Bank oder Kredit gehört? Die hätten mir keinen Pfennig gegeben. Stimmt. Kreditwürdig waren Sie damals wirklich nicht, bevor Sie sich hier eingenistet haben. Ich habe Henning nicht wegen seines Geldes geheiratet. Nein, weil er so ein toller Kerl ist. Oder sagen Sie bloß, er ist Ihre große Liebe? Das sind Dinge, von denen Sie nichts verstehen. Werden wir jetzt ausfallen? Schluss jetzt, Clarissa. Es reicht. Du willst mir den Mund verbieten? Und das ist erst der Anfang. Ich zittere vor Angst. Danke, nicht so viel. Danke. Du hast ja fast nichts auf dem Teller. Mein Hunger ist nicht sehr groß. Warst du denn wenigstens erfolgreich heute Nachmittag? Bewerber in meinem Alter, die werden nicht gerade händeringend gesucht. Du findest schon was. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich? Ja. Bitte. So kann es nicht weitergehen, Arno. Fein, dass du das einsiehst. Wann ziehst du aus? Vielleicht habe ich mich nicht ganz fair verhalten. Was du nicht sagst. Ja, die Messerhallen zum Beispiel, die waren zum großen Teil dein Verdienst. Oh, Philipp, der Entwurf, der war von dir. Aber du hast die ganze Detailarbeit gemacht. Was willst du sagen? Dass ich die Lorbeeren nicht alleine einstecken will. Warum denn so gnädig? Ach, mein Angebot, mein Teilhaber zu werden, das besteht nach wie vor. Teilhaber? Gleichberechtigte Teilhabe. Und ab sofort, wenn du willst. Es gibt Angebote von vielen Firmen. Philipp, ich muss noch wählen. Ich kann dich nicht zwingen, Arno, aber... Warum begreifst du nicht, dass die Basis für eine gleichberechtigte Teilhaberschaft gegenseitiges Vertrauen ist? Wir hatten eine Chance, Philipp. Die gibt's nicht mehr. War ja auch keinen Bock aufs No Limits? Wie du siehst. Hattest wohl auch einen anstrengenden Tag. Ich würde eher sagen, einen anstrengenden Mitbewohner. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Du kommst nicht damit klar, dass ich mich in dich verliebt habe. Okay. Ich hätte wahrscheinlich auch meine Probleme, wenn eine gute Freundin sowas zu mir sagen würde. Aber ich würde wenigstens dazu stehen. Was jetzt? Sollen wir uns mit Nick in den Kreis setzen und über deine Gefühle reden? Wenn du es nicht anders auf die Reihe kriegst. Du willst es ihm sagen? Ja, klar. Ich meine, er weiß doch auch, dass ich schwul bin. Ja, aber dass du es auf mich abgesehen hast, das geht ihn nichts an. Ja, warum eigentlich nicht? Weil ich es nicht will. Hast du Angst, dein Image leidet darunter, oder was? Also gut, wenn du es genau wissen willst. Ich möchte nur verhindern, dass Nick ausflippt. Du glaubst, er lässt den großen Bruder raushängen, der dich beschützen will. Ja, das wäre doch möglich.
Ich glaube, Nick sieht das total locker. Ja, und dann macht er seine blöden Witze darüber. So oder so ist es besser, wenn er nichts weiß. Wenn du meinst. Und ich möchte auch nicht, dass du Millie irgendwas sagst. Sonst noch jemand? Ja, wenn du wirklich mein Freund bist, dann erzählst du es überhaupt niemandem. Wenn es dich glücklich macht. Entschuldigung, Chef. Schlechte Neuigkeiten. Was ist los? Der Regen der letzten Wochen hat den Grundwasserspiegel ansteigen lassen. Sagen Sie jetzt nicht, dass wir Statikprobleme kriegen? Doch, und zwar ganz erhebliche. Ausgeschlossen. Tja, wir hätten mit den Fundamenten tiefer gehen müssen, das habe ich damals schon gesagt. Und ich habe Ihnen einen Bonus gezahlt, damit Sie das vergessen. Aber Sie fliegen auf, wenn Sie nichts unternehmen. Sagen Sie mir nicht immer, was ich sowieso schon weiß. Ja, ist ja gut. Und wenn Sie es einfach drauf ankommen lassen? Sie vergessen Arno. Er wartet nur darauf, dass ich versage. Und den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Ich kann Ihnen die Grundwasserdaten ja mal da lassen. Vielleicht haben Sie eine Idee. Und wenn mir was einfällt... Dann bekommen Sie selbstverständlich einen dicken Bonus. Du weißt, Henning, Clarissa ist unberechenbar. Nach dem Desaster ihrer Buchpräsentation erst recht. Ist das vielleicht ein Freibrief, meine Frau zu beleidigen? Nein, das nicht. Ich komme schon alleine klar. Vielleicht gehst du ihr in nächster Zeit ein bisschen aus dem Weg. Das hat Caroline doch gar nicht nötig. Clarissa muss das Feld räumen. So einfach ist das. Nicht für Clarissa. Dann waren unsere ganzen Bemühungen mit ihrer Biografie also umsonst. Das würde ich nicht sagen. Aber unser Ziel, sie von Friedenau zu vertreiben, haben wir immer noch nicht erreicht. Also, was schlägst du vor? Ich werde alles tun, dass ihr der Adelstitel so schnell wie möglich entzogen wird. Und wenn Clarissa von Anstetten nicht zur Vernunft kommt, dann vielleicht Clara Kaufmann. Steffi. Ich sehe schon, ich störe. Aber nein, setz dich. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so abweisend zu dir war. Ist doch längst vergessen. Ich möchte mich trotzdem bei dir entschuldigen. Jetzt übertreiben wir nicht. Dass Arno stur ist, das wusste ich ja schon lange. Aber dass er so gar nicht über seinen Schatten springen kann. Naja, ist eben ein kleines bisschen stolz. Warum macht er sich das Leben bloß so schwer? Oder war gegen mein Angebot etwas einzuwenden? Nein, im Gegenteil. Und während er durch die Stadt rennt und einen neuen Job sucht, weiß ich hier nicht, wo mir der Kopf steht. Naja, vielleicht kann ich ihn da doch noch davon überzeugen, zu dir zurückzukommen. Das wäre schön. Die Sache mit dem Messerhallen, die würde ihm auch gut tun. Ich würde gern deinen Erfolg doch nur mit ihm teilen. Der ist dafür, dass du noch mal auf ihn zugegangen bist. Dich mit Steffi zu treffen, ist wirklich eine gute Entscheidung. Ja, das denke ich auch. Zumal du dich ja nicht gerade im Guten von ihr getrennt hast. Genau, das ist der Punkt. Und wie läuft's bei dir so? Die Arbeit im Krankenhaus ist zwar anstrengend, aber macht auch Spaß. Ich dachte da mehr an was anderes. Also im Moment läuft da nicht so viel. Seit du hier bist, ist dir noch kein einziger Typ über den Weg gelaufen, der dir gefallen hätte? Doch, das schon, aber halt nichts Konkretes. Ja, ich hatte noch keine Zeit dafür. Tom und du, ihr passt echt gut zusammen. Wie kommst du denn darauf? Na, ihr könntet glatt einen Club gründen. Club der ewig Arbeitenden oder so. Ja, naja, jemand muss ja die Miete zahlen, ne? Keine Sorge, ich steuere schon was bei. Lass dir Zeit. Warum setzt du dich nicht einfach? Gute Frage. Alles wieder in Ordnung zwischen uns? Wenn du mir verziehen hast. Nur wenn du den heutigen Abend frei hältst. Ich muss Sie dringend sprechen, Chef. Tag. Guten Tag. Entschuldigung. Die Arbeit ruft. Tut mir leid. Dann bis heute Abend?
Ich rufe dich nachher an. Ist Ihnen was eingefallen? Ja, wie man es nimmt. Schießen Sie los. Wir könnten ziemlich einfach austesten, wo der kritische Punkt liegt. Und wie? Ich überprüfe die Tragfähigkeit der Fundamente mit einem Bagger. Wie bitte? Wir belasten die Stützen mit einer Baggerschaufel und simulieren so den Druck, den das Gebäude später auf die Fundamente ausüben würde. Und mit etwas Glück halten Sie. Abwarten. Sie müssen halten. Ich brauche diese verdammte Halle, um noch größere Aufträge an Land zu ziehen. Und Brandner Bau braucht Sie, um ganz nach oben zu kommen. Also, mach Sie den Test, aber in der Mittagspause. Diskretion ist Ehrensache, Chef. Ich hätte Lust auszureiten. Und ihr? Ja, warum nicht? Wenn das Wetter hält. Eigentlich wollten wir zu einer Expressionistenausstellung fahren. Ich habe heute ausnahmsweise frei. Am Wochenende ist es da immer so voll. Zu den Expressionisten würde ich natürlich auch sehr gerne fahren. Tja, da musst du dich entscheiden. Hast du was dagegen, wenn ich hier bleibe? Ja, aber wir kommen natürlich auch ohne dich zurecht. Clara Kaufmann, was sind wir komisch? Heißt du nicht so? Euer Mangel an Humor wird nur noch durch eure Einfältigkeit überboten. Da bin ich aber gespannt. Meinetwegen könnt ihr so viele Einladungen zum Herbstrennen verschicken, bis ihr schwarz werdet. Dadurch lasse ich mich nicht von Friedenau vertreiben. Wenn du das mal nicht bereust. Wer hier am Ende etwas bereut, das wird sich erst noch zeigen. Hast du schon einen Plan, wann du im Schneiders vorbeischauen willst? Nein, Uli, in meinem Alter ist man noch spontan. Tolle Aussicht. Tschüss. Abschiedsgruß. 6 Buchstaben. Klar. Tschüss. Ciao. Was ist eigentlich mit Uli los? Was meinst du? Der ist schräg drauf. Millie hat mir erzählt, dass er Schwierigkeiten damit hat, dass du auf Männer stehst. Das muss wohl irgendwie mit einem anderen Typen zusammenhängen. Ah, Gero von Sterne, klar. Der war auch Arzt. Soll ich jetzt umschulen oder was? Nein, ich find's nur witzig, was es für Zufälle gibt. Ja und? Gar nichts und solange du ihn nicht anmachst, ist doch alles okay, oder? Ja, Herr Werner. Ja, von uns aus können Sie schon nächste Woche mit dem Bau des Kuppeldachs anfangen. Ja, wunderbar. Und rufen Sie mich bitte an, wenn Sie weitere Fragen haben. Okay? Wiederhören. Da sind Sie ja. Wie ist der Test gelaufen? Wie ich es mir gedacht habe. Noch ein paar Regentage und Ihr Aushängeschild ist eine Bauruine. Verdammt. Sieht wohl schlecht aus für meinen Bonus. Sieht noch schlecht aus für Brandenbau. Wenn die Halle einkracht, wird man Schadenersatz verlangen. Und damit wäre die Firma pleite.